Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des polnischen Panzerabwehrtrupps von Global Miniatures im Maßstab 1:35. Dieses Figurenset wurde mir vom Hersteller selbst zur Verfügung gestellt, weil die zum einen neugierig sind, was ich davon halte, und zum anderen, um die Produkte, die sie eben anbieten, einmal ein bisschen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für mich ist das interessant, weil ich da einfach mal Produkte und Bausätze zu sehen bekomme, die nicht jeder so leicht bekommen kann, weil die noch relativ neu sind oder auch selten sind. Und ich denke, das ist für euch ja auch ganz interessant, so exotische Dinge mal zu sehen. Und zum anderen finde ich das einfach interessant, mich persönlich auch in den Entwicklungsprozess von solchen Bausätzen und Produkten einzubringen. Trotzdem ist es mein Ziel, diese Figuren euch so unvoreingenommen wie möglich zu präsentieren, damit ihr euch selber eine Meinung bilden könnt und eben seht, ob das was für euch ist oder eben nicht. Dieser Panzerabwehrtrupp besteht aus 2 Soldaten, wovon einer hier so eine Panzerbüchse trägt. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war das noch die gängige Methode, Panzer und auch leichte Unterstützungsfahrzeuge eben mit diesen Panzerbüchsen zu bekämpfen. Das wurde dann im Laufe des Jahres 1942, 1943 allmählich von der Panzerentwicklung überholt, weil einfach die Panzerstärken so groß wurden, dass sich so Panzerbüchsen nur noch selten gelohnt haben. Dennoch haben vor allem die Sowjets Panzerbüchsen noch lange eingesetzt, bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Also diese Waffen waren auch noch in den späten Kriegsjahren nicht zu unterschätzen. Ich habe von Global Miniatures mehrere Figurensets gestellt bekommen, aber ich finde das hier besonders interessant, weil die Posen sehr dynamisch sind. Man hat da sofort irgendwie eine kleine Dioramenszene vor Augen, Straßenkampf in Warschau, wo diese beiden Soldaten eben gerade die Stellung wechseln oder durch die Ruinen rennen. Das finde ich sehr interessant und dynamisch umgesetzt. Darüber hinaus ist es auch eine interessante Themenwahl, weil da gibt es jetzt nicht so viele Figuren zu diesem Thema. Das Packungsbild ist relativ einfach gehalten. Es besteht aus einer computergenerierten Abbildung der beiden Figuren. Ein Bemalungsvorschlag oder eine Bemalungsanleitung liegt nicht bei. Da muss der Modellbauer selber recherchieren. Ich persönlich kenne mich jetzt mit polnischen Uniformen aus der Zeit nicht so gut aus, aber ich denke, das kann ich rausfinden und dann die Figuren später mal entsprechend realistisch bemalen. Die Verpackung ist relativ dünnwandig, aber ich würde mal sagen, gerade noch ausreichend. Die Figurenteile sind dann hier in diesen wiederverschließbaren Zip-Tüten verpackt. Schön finde ich, dass hier so dünne Teile wie jetzt das Gewehr von dem Karton gestützt wird. Das ist auch hier der Fall. Das ist ganz vernünftig, weil gerade so dünne Teile brechen dann doch gern mal ab. Gerade wenn die Verpackung nicht so ganz stabil ist. Da wäre vielleicht noch vernünftig, ein paar Styroporflocken oder so mit reinzupacken als Dämpfung. Hier seht ihr die Bauteile für die beiden Figuren im Überblick. Hier haben wir den Soldaten mit der Panzerbüchse und hier den zweiten Soldaten, der nur mit einem Repetiergewehr bewaffnet ist. Ich nehme an, dass das entweder der Munitionsträger ist oder der Beobachter. Die Aufteilung der Bauteile und auch hier diese Angusblöcke sind typisch für Riesenfiguren. Da muss ich, glaube ich, nicht weiter dazu was sagen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Schauen wir uns erst den Soldaten mit der Panzerbüchse an. Wie man sehen kann, die Details an der Uniform sind sehr scharf wiedergegeben. Diese Tragegurte zum Beispiel, die mögen vielleicht sogar ein bisschen übertrieben sein, aber da tut man sich dann auch beim Bemalen wesentlich leichter. Sehr schöner Faltenwurf hier. Also da gibt es nichts zu meckern. Also man würde jetzt nicht vermuten, dass das doch ein eher kleiner und unbekannter Hersteller ist. Schön finde ich auch, dass wir hier schon so kleinere Löcher haben. Hier auch, wo man dann eben später die Bauteile leichter befestigen kann. Das ist eine große Hilfe. Ein bisschen was zu versäubern gibt es auch, vornehmlich eben hier diese Angusblöcke. Hier drin haben wir auch noch relativ viel Gussgrad.
nicht ganz so schön, aber kaum zu vermeiden. Da kommt man mit einer Feile und Schmirgelpapier ja schon ganz gut hin. Schauen wir uns als nächstes den Kopf an. Das Gesicht ist ein bisschen schwammig detailliert. Das könnte wesentlich schärfer sein. Vor allem die Augen, das sind nur so Vertiefungen. Da wäre es vielleicht schön, wenn die Augäpfel zumindest ein bisschen besser angedeutet wären. Aber man hat schon deutlich Schlechteres gesehen. Der Helm ist ganz interessant. Polnischer Helm, Modell WZ31. Hat eine sehr eigene Form, wie ich finde, die hier ganz gut getroffen ist. Ja, hier hinten haben wir ein bisschen Grad- oder Formversatz. Das ist aber leicht zu verschleifen. Und dann eben hier den unvermeidlichen Angusblock. Die Arme der Figur sind separat. Wir haben hier an den Ärmeln sehr ausgeprägte Vertiefungen. Da kommen dann später die Hände rein. Das finde ich ganz gut. Und hier hinter dem Angusblock haben wir dann noch einen viereckigen Zapfen, womit wir dann später auch eine gute Passung erreichen. Ja, auch hier sind die Details ganz schön getroffen, finde ich. Bisschen was zum Versäubern hier. Hier haben wir auch eine Luftblase. Ja, ganz perfekt ist es nicht. Aber zumindest die Details sind vorhanden. Auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit hat beim Versäubern. Auch die übrigen Ausrüstungsgegenstände sind ganz passabel gefertigt. Hier haben wir die P35 Panzerbüchse. Da sind die Hände auch schon angegossen, damit der Soldat da auch richtig zupackt. Die Hände sind ganz gut detailliert, finde ich. Ja, ein bisschen Grat hat es hier an der Waffe. Und wir haben hier auch an der Seite den kleinen Lufteinschluss. Den sollte man auf jeden Fall verspachten. Ist natürlich bei so einem dünnen Teil auch nicht ganz einfach. Dann haben wir hier noch ein Zweibein für die Waffe. Ja, ist ein bisschen Flash dazwischen, aber nicht schlimm. Hier der Feldspaten. Und dann noch eine Munitionstasche, nehme ich an. Auch hier wieder mit einem kleinen Zapfen, damit wir das gut befestigen können. Und hier ein Luftloch. Kommen wir nun zum zweiten Soldaten. Auch hier finde ich die Uniformdetails recht gut und realistisch umgesetzt. Auch hier jetzt zum Beispiel die Jacke ist sehr, sehr dünn ausgeführt hier. Das finde ich schön. Allerdings haben wir hier etwas mehr Formversatz, wie man hier an diesem Stiefel sehen kann. Und es zieht sich hier das ganze Bein hoch. Ja, da braucht man auf jeden Fall die Rundpfeile und muss das ein bisschen glätten und ein bisschen kaschieren. Ja, ist machbar, aber nicht so wirklich schön. Ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich denke, das kann man auf jeden Fall gut brauchen. Schöne Details, bisschen was zum Versäubern, aber mit ein bisschen Übung ist es machbar. Auch hier ist das Gesicht wieder relativ schwammig detailliert. Also der Mund ist zwar geöffnet, aber da ist nicht so viel zu sehen. Irgendwelche Zähne oder so sieht man da nicht. Und auch die Augen sind wieder nur so Dellen im Gesicht. Das ist zum Bemalen gar nicht so einfach später. Auch hier sind die Arme wieder separat. Hier haben wir wieder eine Vertiefung, wo später die Hand eingeklebt wird. Am zweiten Arm ist die Hand schon dran. Ja, die sieht eigentlich ganz schön detailliert aus. Man hat nur an der Innenseite relativ viel Fischhaut. Da muss man dann eben mit einem scharfen Skalpell das vorsichtig rausschaben. Ja, ansonsten kann ich hier keine Mängel erkennen. Schön gemacht. Als Ausrüstungsgegenstände bekommt unser Soldat hier nochmal eine Patronentasche. Die ist die gleiche wie bei der anderen Figur. Und hier einen WZ
1929 Karabiner. Der war mehr oder weniger baugleich mit dem deutschen Karabiner 98 AZ aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, schön detailliert, auch hier sieht man ganz schön den Abzug und so, das ist alles sehr fein wiedergegeben. Und auch hier ist wieder die Hand angegossen. Und das finde ich, sieht sehr schön aus. Ja, sehr gelungen. Das Teil ist auch nicht irgendwie verzogen oder so. Das liegt wahrscheinlich an der guten Verpackung mit dem Stück Karton als Stütze dabei. Damit ihr noch ein besseres Bild davon bekommt, wie die Figuren aussehen, habe ich sie auch gleich für euch montiert. Wie man sehen kann, sind die Details recht schön und die Posen sehr natürlich und dynamisch. Ich hatte allerdings auch ein paar Probleme, auf die ich jetzt noch eingehen möchte. Zuallererst war es mir nicht möglich, hier diese Hand zu versäubern an der Innenseite. Da sind dann alle Finger abgebrochen. Das war wahrscheinlich mein Fehler, aber ist dennoch ärgerlich. Dann hatte ich auch ein paar Passprobleme. Vor allem die Arme wollten bei beiden Figuren nur schlecht an die Oberkörper passen. Da muss man dann einfach noch ein bisschen spachteln hier und hier. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber nicht optimal. Ein weiteres Passproblem war hier dieser Munitionsbehälter. Wie man sehen kann, hier haben wir noch die Vertiefung, wo der eigentlich eingeklebt werden soll. Ja, die Tasche ist einfach zu klein, um die Vertiefung abzudecken. Und was wirklich extrem störend war, sind diese großen Lufteinschlüsse in den Bauteilen. Resin blasenfrei gießen ist nicht ganz einfach. Ja. Gerade hier jetzt an diesem Stiefel ist das sehr auffällig. Da sieht man, wie dünnwandig da der ganze Fuß nur noch ist. Das habe ich jetzt mit ein bisschen Sekundenkleber aufgefüllt, damit das einfach etwas stabiler wird und nicht zerbröselt. Ja. Trotzdem alles in allem recht schöne Figuren. Macht etwas Arbeit, es zu versäubern und zu montieren. Aber wer Figuren zu dem Thema sucht, ja, ist hier, glaube ich, an der richtigen Stelle. Alles in allem sind es recht brauchbare Figuren, aber man konnte auch sehen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Preislich liegt dieses Figurenset ungefähr bei 10 Euro. Das ist doch ein sehr attraktiver Preis und da kann man dann vielleicht auch argumentieren, dass man über kleinere Verarbeitungsschwächen hier und da auch hinwegsehen kann. Für 10 Euro bekommt man bei manchen Herstellern vielleicht eine Figur, wobei 10 Euro ist da schon relativ billig, da geht es meistens so bei 12 oder 13 Euro los bis 20 Euro in etwa. Also da ist jetzt im Vergleich hier Global Miniatures ziemlich günstig. Zurzeit sind diese Figuren in Deutschland noch nicht so leicht zu bekommen. Man muss entweder direkt beim Hersteller bestellen, den Link zu dem Shop findet ihr in der Videobeschreibung, aber es gibt auch einige polnische Online-Händler, die diese Figuren führen, zum Beispiel Super Hobby. Nachdem ich mit diesen Figuren an und für sich nicht ganz hundertprozentig zufrieden bin, werde ich auch noch einen weiteren Figurensatz in ein paar Wochen vorstellen. Ich habe ja mehrere bekommen von Global Miniatures und dann werden wir da uns anschauen, ob das qualitativ ähnlich ist oder besser oder schlechter oder wie wir das einzuordnen haben. Weil ich möchte jetzt nicht einen bestimmten Hersteller nur anhand eines Bausatzes irgendwie beurteilen oder bewerten. Ich denke, das ist auch nur fair. Soviel zu diesen Figuren vorerst. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.